Hey Lovely, herzlich willkommen in dieser bezaubernden Atmosphäre des Wahnsinns. Okay, ich kann so einen Blödsinn nicht. Gut, nochmal von vorne. Herzlich willkommen zu einer neuen und wundervollen Botschaft. Wir sind heute nicht in meinem Studio. Da wird nämlich gerade gesägt. Und deswegen habe ich einen auf 7 der Schwerter gemacht, habe mir 3 Kartendecks geschnappt und bin in mein Schlafzimmer geflüchtet. Okay? Ich habe extra ein buntes Licht angemacht, dass es so ein bisschen wie im Studio wirkt. Somit sitzen wir jetzt gemeinsam auf meinem Bett und lauschen einer wundervollen Botschaft. Reden wir nicht lange um den heißen Brei, starten wir direkt hier im Schneidersitz, was aktuell schon ziemlich unbequem ist, aber gut. Was ist das für eine Botschaft heute? Diese Botschaft ist auf jeden Fall für jeden, der in irgendeiner Form so ein bisschen in seine Seelenwelten eintauchen möchte. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir bekommen. Es kann sein, dass hier knallharte Geschichten rauskommen, was gerade los ist. Vielleicht brodelt in dir etwas und du kannst es aber nicht greifen. Vielleicht weißt du aber auch schon genau, was Thema ist und suchst jetzt Lösungsansätze. Kann aber auch sein, dass du weißt, was dein Thema ist und wir sprechen aber heute von einem komplett anderen Thema. Dann darfst du natürlich entweder dranbleiben und trotzdem weiterlauschen oder dir was Besseres angucken. Ja, also bleibt ganz dir überlassen. Starten wir in die Botschaft, holen wir uns die Energien ab. Ich habe jetzt nicht kurze Finger, ne? Aber das hier so zu halten, ist schon ein bisschen, ja. Traurigkeit, Selbstliebe und Phönixenergie. Uff. Okay, hier sind wir aber in ziemlich tiefen Gefilden unterwegs. Krass, die 5. Dann die 24 Selbstliebe. Quersumme die 6. Und die 32 Phoenix Rising. In der Quersumme die 5. Von der Trauer, der Traurigkeit, der Depression, über die Selbstliebe, über die Befreiung, in die Auferstehung, in den Wandel. Wie krass ist das denn? Wie kann ich jetzt die Karten hier hinlegen, dass sie nicht so spiegeln? Ich würde sie nämlich gerne angucken. Okay, das funktioniert so wahrscheinlich nicht. Gut. Ich habe hier noch so ein cooles Deck. Das besteht nur aus der großen Arkana. Und da holen wir uns jetzt auch noch 3 Kärtchen ab. Nö, 2 und die unterm Deck. So. Ja, es könnte vielleicht ein bisschen dauern. Ich hoffe, mein Fuß schläft nicht ein. Und die Kamera wackelt mit. Nice. Nein. Ich hätte die Karte unter dem Deck gebraucht. Jetzt habe ich einfach weitergemischt. Okay, alles hat seinen Grund, oder? Dann holen wir uns jetzt einfach noch eine Karte ab für
für die Phönix-Karte. Und wir bekommen eine und ich habe ein Haar im Mund. Also ich höre das Sägegeräusch ganz leicht im Hintergrund. Ich hoffe, das irritiert jetzt nicht unser Video. Okay, welche Karte auch immer vorhin unterm Deck gewesen ist, die ich hätte rausnehmen sollen. Das hier ist unsere Karte. Absolut, absolut. Also hätte ich sie rausgesucht, hätten wir es nicht besser treffen können. Also, okay, ich klär dich auf. Einen Moment. Wir haben hier die Traurigkeit, die Trauer, den Rückzug, wir haben die Depression, Burnout, was auch immer. Ja, wir haben hier den geballten Packen an dunkler Energie ganz, ganz tief in dir drin. Okay, ich spreche mit dir. Wenn das nicht von dir ist, bitte belaste dich nicht damit. Schalt einfach ab, okay? Guck dir irgendein anderes Video an, dann ist es nicht deins. Wenn du aber diese Energie in dir trägst, dann bleib und lass es wirken. Ja, egal wie schwer es eventuell wird, egal wie schmerzhaft es eventuell werden könnte. Dafür bekommen wir den Eremit. Man kann jetzt hin und her reden, okay? Die Sache ist aber diese ganzen Situationen, Themen, Gefühle, Emotionen, die sind alle da, weil sie da sein sollen, als Nachricht, als Botschafter für dich. Dieses Ding hier, diese Energie möchte dir etwas vermitteln. Was man jetzt machen kann, ist in die Ablehnung gehen. Okay? Ganz easy. Ablehnung ist easy. Wegdrücken, unterdrücken, wegsperren, sich ablenken gehen. Super easy. Macht das happy, macht das glücklich, macht das frei. Nein, nicht im geringsten. Die einzige Möglichkeit, wenn du hier rauskommen möchtest, ist, in die Innenschau zu gehen. Geh in den Rückzug, geh in die Tiefe, geh in die Innenschau, geh in den Konflikt mit dir selbst. Die dunkle Nacht der Seele. Dafür kann es notwendig sein, sich wirklich mal im Gesamten zurückzuziehen. Okay? Ist vielleicht hier und da eine schwierige Angelegenheit, ja, weil im Job gerade irgendein Projekt läuft oder es sind kleine Kinder zu Hause oder man ist gerade allein mit den Kindern oder was auch immer. Ja, es gibt wahrscheinlich eine ganze Liste an möglichen Situationen. Die Herausforderung hierbei ist, finde eine Möglichkeit, dass du, wenn auch nur stückchenweise, häppchenweise immer in diesen Rückzug gehen kannst, wo du wirklich komplett für dich alleine bist. Alleine in der Stille, bestenfalls noch in der Dunkelheit, wie auch immer. Wenn du die Möglichkeit hast dazu, pack deine Koffer und fahr übers Wochenende irgendwo in ein Wellness-Hotel oder eine Woche in Urlaub oder auf eine einsame Hütte oder sonstiges. Okay, gut, jetzt sind wir hier so ein bisschen wieder abgeschweift. Wichtig hierbei eben die Innenschau, weil egal welche Energien hier sind, die man so gerne und so leichtfertig ablehnt oder unterdrückt, deckelt, die sind so wichtig für dich, weil sie dir etwas sagen wollen. Hm. Chillen Moment. Die Energien gehen gerade durch und durch. Nur in der Tiefe findest du die Wahrheit. Nur im Schmerz den wahren Wachstum. Krasses Ding. Gehen wir weiter.
Wir hatten die Selbstliebe hier, ja, als erste Energie. Was bekommen wir dafür? Den Gehängten. Und der Gehängte ist hier oben steht Surrender. Der Gehängte steht hier für die Energie der vollkommenen Hingabe. Hingabe hat viele Gesichter, okay? Hingabe ist in diesem Fall sowas wie Kapitulation. Nochmal von vorne. Die Kapitulation vor der eigenen Seele, vor dem höheren Selbst, vor dem Göttlichen, irgendeine größere Macht, an die du glaubst, was auch immer. Hier ist etwas Größeres, das dich da rausschubsen möchte. Dein höheres Selbst, das dir sagt, hey, guck dir das von der anderen Seite an. Nimm dir endlich das, was du brauchst. Erweitere deinen Blickwinkel. Guck dir die Dinge aus einer anderen Perspektive an. Und lass mal alles stehen und liegen. Da ist eine gewisse Form von Bewegungslosigkeit mit drin. Möglicherweise bist du auch der Typ Mensch, der gerne mal ganz, ganz aktiv ins Handeln kommt, wenn so ein Zustand da ist oder solche Schübe, was auch immer. Ja, ihr Lieben, das ist bei jedem irgendwie was anderes, okay? Wo du dann komplett aktiv wirst und in gewisser Hinsicht können sich dadurch auch irgendwelche Zwänge zeigen oder so. Ist vielleicht nicht immer einfach, aber wichtig hierbei ist auf jeden Fall, mal in diese Stille zu gehen. Und Stille auch im Sinne von Bewegungslosigkeit, stillhalten, alles wirken lassen, von jeder Seite. Boah. Das ist eine krasse Energie, weil es fühlt sich so an, als zwingt die Energie dich wirklich dazu, zur Mumie zu werden. Und das ist vom Gefühl her komplett unangenehm. Vor allem dann, wenn man sich bewegen muss, wenn man irgendwas tun muss. Ja, aber dieses Tun kann dann wieder in eine Art Ablenkung kommen oder als Ablenkung sich erschaffen oder als eine Form von Weglaufen. Also es gibt wahrlich bessere Orte, um ein Video aufzunehmen, als dieser Raum mit dieser Perspektive. Ich habe einen Spiegel vor mir und darin spiegelt sich noch ein anderer Spiegel, der hier steht. Und ich habe das dauernd hier so in meinem Blick, also deswegen Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen in die Richtung, das triggert mich gerade ein bisschen. Oder ich gucke jetzt einfach nur noch auf die Karten. Okay. Eremitenenergie für die Suche nach dem Licht in der Dunkelheit. Die Suche nach dem Ausgang in diesem dunklen und langen Tunnel. Erkenntnisse und Offenbarungen, die hier erlangt werden. Die nimmt man mit. Achtet gut auf sich selbst, sorgt gut für sich selbst und lässt alles auf sich wirken. Sieht die Dinge aus einer anderen Perspektive. Ah, hier kommt ein Richtungswechsel ins Spiel. Wieso ist hier nicht die Todeskarte?
Hier spielt sich ein kompletter Transformationsprozess ab. Wir haben hier 3 Energien liegen. Nichtsdestotrotz ist das ein Prozess, aber ein Prozess, der sich lohnt. Und dazwischen sind sicherlich bei dem einen oder anderen noch ganz viele Zwischenstationen. Gehen wir weiter zum Phönix. Hier haben wir auch sowas wie die Metamorphose, Tod und Wiedergeburt. Der Phönix zerfällt zu Asche und Staub und wird darin als neuer Körper wiedergeboren. Und jedes Mal, wenn man so einen Prozess durchläuft, und ja, es ist ein Sterbeprozess, jedes Mal kommen wir gesunder und glücklicher und ganzer, vollkommener da wieder raus. Okay? Das bitte nicht so ernst nehmen jetzt mit diesem ganz und vollkommen, weil wir sind schon vollkommen. Es ist nur fürs Verständnis einfacher zu verstehen, wenn man weiß, okay, man ist noch mehr bei sich selbst. So ist es besser formuliert. Und hier haben wir die 20, das Gericht, der Ruf, der höhere Ruf. Der höhere Ruf, der dich ereilt, wenn du die Dinge verstanden hast, wenn du die Dinge erkannt hast. Erkennen ist was anderes als verstehen. Verstehen ist jetzt in dieser Energie etwas auf den Verstand beschränktes. Und das Erkennen ist in dieser Energie das Wissen von innen raus, die Weisheit durch das Erlebte. Würden wir also nicht durch diesen würden wir diesen Sterbeprozess nicht durchlaufen, könnten wir auch nicht zu unserem wahren Selbst werden. Und wieder kommt dieser Spruch gleich über meine Lippen: Erkenne die Schönheit im Schmerz. Und ja, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt in einem anderen Video und dann ging die Diskussion los, was das für ein Blödsinn ist und hin und her. Ich möchte mich dazu auch überhaupt nicht erklären. Derjenige, der es weiß, der weiß es. So, und warum habe ich jetzt vorhin so gegrinst, als ich die Karte unterm Deck gesehen habe? Wir haben hier die Narrenenergie. Alles auf Anfang. Alle Möglichkeiten offen. Hier geht es wieder aufwärts. Und es ist immer so, nach jedem Reset, nach jedem Tod und nach jeder Wiedergeburt geht es wieder von vorne los. Man hat die Wahl, man fängt wieder von vorne an, sich diese Realität zu kreieren, was auch immer kommen mag. Ich weiß, ich muss hier ganz, ganz allgemein bleiben, weil bei jedem Zuschauer betrifft das eine andere Ebene, einen anderen Lebensbereich. Die pure Freiheit, der Schlüssel zu sich selbst, die Sicherheit in den eigenen Emotionen, in der eigenen Intuition, in dem eigenen Wissen. Die absolute Freiheit.
Ich weiß, wir haben das gerade ein bisschen ausgedehnt, deswegen versuche ich das noch mal für den Verstand so ein bisschen, zu komprimieren. Falls du also in einer Situation bist oder bezüglich einer bestimmten Thematik, dass hier ganz viel Trauer ist, ganz viel Traurigkeit, ganz viel Depression, Ausgebranntsein, dass du vielleicht einen Teil in dir auch nicht mehr erkennen kannst oder spüren kannst. Der einzige Weg hier raus aus dieser Energie, ob du willst oder nicht, und egal wie schmerzhaft und unangenehm und anstrengend es sein mag, es ist die Innenschau. Es ist die absolute Konfrontation mit deinen Gefühlen. Und ich muss dazu sagen, die Situationen, die dich in diesen Zustand gebracht haben, die sind unwichtig. Die sind komplett unwichtig. Das waren nur die Druckpunkte, das waren nur die Trigger, um dir das aufzuzeigen, worum es wirklich geht. Diese Wunde, diese Emotion, diesen Zustand. Also tauch ein in diese Selbstreflexion, tauch ein in diese Innenschau, geh in die komplette, in den, wie heißt das? Nicht in den Konflikt. Egal, geh rein, spring rein, tauch rein, okay? Ist das Gleiche. So, erkenne die Schönheit in allem, erkenne die Schönheit in diesem Prozess, die Selbstliebe. Der Selbstliebeprozess ist ein großes Ding, es ist ein weitläufiges Ding. Da sind ganz, ganz viele einzelne Aspekte und diese Aspekte darfst du dir in einer Erweiterung deines Blickwinkels zusammensuchen und anschauen von jeder Seite, was es für dich bedeutet, wer du bist ohne diese Trauer, wer du bist ohne dieses Leid, wer du bist in deinem wahren Ich als dein wahrer Kern. Das zu erkennen. Gib dich deinem Selbst hin. Sei einfach nur du. Ohne allem. Und das ist der Moment, wo alles von dir abfallen darf. Stell dir vor, wie das Federkleid vom Phönix. Ja, jetzt nur mal so für die Vorstellung, du bist da und diese ganzen Müllenergien, die an dir haften, die verbrennen auf deiner Haut und dir geschieht aber nichts, weil du hast dich selbst gefunden. Alles fällt von dir ab, die ganze Asche, der ganze Staub. Durch deine Prozessarbeit wird das alles von dir gebrannt. So findest du dich, so folgst du dem Ruf deiner Seele, so findest du deinen Weg und kannst ihn dann in Freiheit und Leichtigkeit beschreiten. Und jetzt gerade fällt mir auf, eigentlich hätte ich das von Anfang an so kurz und knapp sagen können. Hätte Fahrradkette. War aber nicht so. So, ich habe gesagt, ich habe 3 Kartendecks mitgenommen. Deswegen kommt hier jetzt noch eine Seelenbotschaft, vorausgesetzt, ich schaffe es zu mischeln. Das sind nämlich auch wieder so große Karten. So, schaffen wir das jetzt? Und ja, wenn man in die Veränderung gehen möchte, wenn man weiterkommen möchte,
muss man meines Wissens nach, meiner Erfahrung nach und meiner Überzeugung nach durch den Schmerz gehen. Vielleicht gibt es Menschen, die was anderes behaupten. Keine Ahnung, ich bin nicht allwissend. Ich kann es nur sagen, habe ich gerade gesagt, ja, meines Wissens nach und in meiner Überzeugung etc. pp. Frei von Urteil, frei für die Liebe. Die absolute Freiheit. Das ohne deine ganze Schale, ohne diese ganzen Anhaftungen von diesen dunklen Energien. Und ja, wir haben vorhin gerade so über Trauer, Depression etc. pp. Gesprochen, aber hier kann alles Mögliche drin sein. Es können auch gewisse Themen sein, gewisse Situationen, gewisse Erfahrungen, die diese Trauer ausgelöst haben, die diese Traurigkeit ausgelöst haben, diese Dunkelheit in dir. Also legen wir uns da auf die einzelnen Begriffe bitte wie immer nicht fest, okay? Mach dich frei. Ich muss es ein bisschen schräg halten, weil sonst sieht man hier Gamma-Rase. Hallo, die Spiegelung. Mach dich frei von allem, was ist. Boah, Moment. Habe ich nicht letztes Mal so ein, warte. Wie war das? Mach dich frei von allem, was du sein solltest, um zu sein, wer du wirklich bist. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das habe ich in meinen Shorts drin, okay? Also in meinen Kurzvideos. Wie auch immer das geht, ich habe es vergessen. Das Wort möchte geschrieben sein, die 42. Guck dir das mal an. Was durch diesen Prozess entsteht, an Offenbarungen, an Erkenntnissen, an einem neuen Selbst von dir, das möchte manifestiert werden. Das ist der erste Schritt in die Freiheit. Und was dann kommt, was du hier kreieren kannst, das möchte manifestiert werden in deiner Realität. Ich weiß, es gibt jetzt sicherlich ganz, ganz viele, die vor dem Video hängen und sich denken, hä? Es gibt hier aber nichts, was in irgendeiner Form definierter beschrieben werden möchte, weil jeder, der durch diesen Prozess geht, der diese Emotionen, diese einzelnen Etappen hier durchläuft, der erkennt gewisse neue Dinge und weiß dann, wenn es soweit ist, was es bedeutet. Veränderung und Transformation ist immerwährend. Okay, das ist unser Leben lang so. Es ist nicht einmal hier durch einen Fleischwolf und dann ist fertig. Nein, Veränderung ist immer da, immer und stetig. Du erkennst aber hier nach diesem ganzen Drama oder raus aus dem ganzen Drama, durch den ganzen Prozess, erkennst du, welche Schöpferkraft du in dir trägst und dass du das jetzt bewusst kreierst, das, was kommen mag. Du manifestierst es, indem du es kreierst. Deswegen, und da kann ich jetzt nicht als gutes Beispiel vorangehen, auf keinen Fall, aber ich sage es trotzdem, weil manchmal ist man ein besserer Botschafter, als dass man sich selber daran hält. Achte auf deine Gedanken. Achte genau auf deine Gedanken, weil die Gedanken, das ist die Kommunikation zwischen dir und
deinem Verstand, deinem Ego, wer auch immer hier in deinem Kopf spricht, okay? Das ist die Kommunikation in dir. Das ist der Startpunkt. Damit fängt es an. Daraus werden vielleicht Worte. Aus den Worten werden Gefühle oder direkt von den Gedanken zu den Gefühlen. Aus den Gefühlen werden dann Taten. Bei manchen ist der Kreislauf durcheinander, da weicht es ein bisschen ab und es spielt auch absolut keine Rolle. Ich sage nur, achte auf deine Gedanken und achte auf deine Worte, die du sprichst. Vor allem und in erster Linie dir gegenüber. Daraus kreierst du nämlich deine Realität, dein Leben, deine Welt. Tausend Dank fürs Mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal.